Und deswegen baue ich das Getriebe vollständig auseinander. Ihr könnt hier sehen, da ist überall dieser komplette Schmodder drin. Und außerdem können wir dann die einzelnen Teile besser inspizieren. So, ich baue jetzt das Getriebe zusammen, und zwar den Teil mit der Festwelle und dem ersten Gang. Und dann fange ich jetzt mal an. Als erstes kommt der vierte Gang. Dieses Zahnrad hier, das kommt hier so rüber. Danach kommt so eine Anlaufscheibe, die hier. Und nach der Anlaufscheibe kommt dann so ein Sicherungsring. So, jetzt haben wir es über die Nuten drüber. Jetzt rastet das hier unten ein. Und der Gang ist fester. Danach kommt der dritte Gang, dieses Zahnrad. Dann wieder so ein Federring. Der kann jetzt schön hin und her fahren. Der braucht auch keine Anlaufringe, weil er ist ja jetzt hier fest auf der Welle. Der hier braucht einen Anlaufring, weil er sonst beim Federring schleifen würde. Kommt hier wieder so ein Anlaufring rüber. Dann kommt der fünfte Gang. So einrasten. Gefolgt vom zweiten Gang. Der ist auch feste. Da kommt auch wieder die Scheibe drüber. Dann kommt wieder ein Federring drüber. So, der Federring ist auch drüber. Und als letztes kommt diese dünne Scheibe hier drüber, die zum Nadellager abschließt. Somit ist der eine Teil vom Getriebe zusammengebaut. Hier, das dreht sich schön, die sind feste, das hier ist auch lose. Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt das Ganze nochmal mit der Getriebeabtriebswelle. Und das werde ich jetzt auch zusammenstecken, das Getriebe. Das war auch sehr dreckig. Da fangen wir mal an. Das erste Zahnrad ist der zweite Gang, der hier drauf kommt. Danach kommt wieder so eine Anlaufscheibe und ein Federring. So, dann kommt der fünfte Gang mit der Schaltklaue und wieder ein Federring. So, jetzt kommt wieder eine Anlaufscheibe und dann kommt der dritte Gang. Dann kommt wieder eine Anlaufscheibe und nochmal ein Federring. Jetzt kommt der vierte Gang. Und der erste Gang. Nach dem ersten Gang kommt hier diese fette Scheibe und so ein Sägering oder Notring. Mal darauf achten, dass die gut sitzen. Und dann kommt hier nochmal so ein Anlaufring und hier dieser Innenring vom Nadellager. Abschließend nochmal so ein kleiner Feder. So. Somit wird die Abtriebswelle auch wieder sauber und fertig. Und wenn man es nebeneinander legt, dann sieht das so aus.